Das hier geht raus an alle Kamerahersteller, welche wahrscheinlich sehr viele User glücklich machen wollen. Hallo zusammen, ich bin's, euer Michael, und ich habe hier die Panasonic Lumix GM5 Kamera. Chris Nichols von Petapixel hat mal in einem Video erklärt, dass das die beste Kamera der Welt ist. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht so weit gehen würde, aber man sagt ja auch, die beste Kamera ist die, welche man immer dabei hat. Und schaut euch mal die Größe von der Kamera an. Hier fällt es auf jeden Fall sehr leicht, die Kamera immer dabei zu haben. Aber versteht mich hier nicht falsch. Technisch gesehen ist die Kamera wirklich nicht auf dem neuesten Stand. Sie ist jetzt fast 12 Jahre alt, aber eben durch die Größe und dem Gewicht von nur 211 Gramm macht sie ein bisschen was Besonderes. Denn sie hat immer noch ein Display und einen Sucher und einen Wechselbajonett. Und das Ganze in dieser Größe ist heutzutage dann doch wirklich schon rar bzw. gar nicht mehr zu haben. Technisch gesehen steht die Kamera für ihre 11 Jahre aber gar nicht so schlecht da. Ihr habt einen Wechselbajonett, wie ich schon angemerkt habe, und da könnt ihr einfach eine Linse vorschrauben, wie es euch gerade passt. Also von der Größe her, ob ihr jetzt was Kleines haben wollt oder doch eher ein bisschen mehr Brennweite, ihr könnt da einfach jede MFT-Linse verwenden. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier das Panasonic Lumix 20 mm f1.7 dran. Das ist wirklich sehr kompakt. Das passt sehr gut in meinen Hoodie und bietet mir trotzdem eine sehr gute Bildqualität mit entsprechender Lichtstärke. Das heißt, man kann auch mal ein bisschen im Dunkeln fotografieren. Jetzt habt ihr hier 20 mm am MFT-Sensor. Das heißt, ihr habt umgerechnet 40 mm im Kleinbild-Äquivalent. Und das macht schon sehr Spaß. Das ist eine Brennweite, mit der komme ich wirklich sehr gut zurecht, gerade im Alltag. Und so gesehen ist die Kamera einfach ein bisschen ein Ersatz für mein Smartphone, dass ich einfach noch einen Tick bessere Bilder rausbekomme. Es ist eben so Kameras bieten euch immer noch ein paar Dinge wie Freistellung, reale Freistellung, die euch ein Smartphone so erstmal nicht direkt geben kann. Deswegen macht es auch so Spaß, mit der zu fotografieren. Vom Sensor her, ich habe es ja schon erwähnt, MFT-Sensor, da haben wir 16 Megapixel. Das ist jetzt nicht die Welt, es reicht aber für den einen oder anderen Schnappschuss, der einfach ein bisschen besser aussehen soll. Ich sehe jetzt gerade, wir haben hier ganz schön Licht im Hintergrund. Ich hoffe, ihr könnt mich noch halbwegs erkennen. Klar, ein MFT-Sensor mit hier 16 Megapixel ist heutzutage nichts mehr Besonderes, aber ihr habt dahinter eine richtig tolle JPEG-Engine. Und das heißt einfach, die Bilder, die out of camera kommen, die sehen einfach richtig toll aus. Und das ist das, was mir sehr viel gibt, wo ich einfach Spaß dran habe. Ich kann Bilder entweder in Monochrom, ich habe mir da ein kleines Profil hinterlegt, Monochrom mit relativ hohem Kontrast, hochgezogene Lichter und tiefgezogene Schatten. Das ist für mich, sieht es einfach tipptopp aus. Aber natürlich auch die Farbbilder sehen aus der Kamera richtig gut aus. Und das ist das, was daran auch wirklich Spaß macht. Vor allem in Monochrom, also schwarz-weiß, habe ich gemerkt, dass ihr trotz MFT-Sensor ohne Probleme zum Beispiel eine ISO 6400 nutzen könnt. Da bekommt ihr durch das Rauschen dann sogar noch so ein bisschen einen besonderen Look ins Bild, der gefällt mir richtig gut. Natürlich habt ihr nicht das Rauschverhalten von einer Vollformatkamera oder sowas, aber das will ich hier auch gar nicht, denn wie gesagt, das Rauschen gibt so einen gewissen Look auch in die Farbfotos und es ist gar nicht mal so viel Rauschen, wie man sich jetzt vorstellen würde, eben wegen dieser 16 Megapixel. Theoretisch geht sie auch bis ISO 25600, aber das wollt ihr aus dem MFT-Sensor dann doch nicht unbedingt rausholen, weil da ist der dann wirklich schon arg am Limit. Zu der Kamera gibt es noch diesen kleinen Blitz und wenn ihr das Ganze mal anschaut, ich mache den hier gerade mal drauf, dann ist auch der wirklich sehr kompakt und ich sag's mal so, dieses direkte Blitzen auf euer Motiv, das kommt ja gerade wieder in Mode und ich habe es auch ein bisschen gemerkt, gerade an Silvester zum Beispiel oder bei der Weihnachtsfeier. Da habe ich damit ein paar Bilder gemacht und das hat den Leuten richtig gefallen. Die haben einfach gesagt, wow, das sind schöne Bilder, das kommt mit dem Smartphone einfach so nicht rüber und das ist sowas, was euch die Kamera einfach geben kann, was euch ein Smartphone so einfach erstmal nicht geben kann. Technisch gesehen ist die Kamera natürlich 12 Jahre alt. Das heißt, ihr habt auch Einschnitte, zum Beispiel bei der Autofokus Performance. Jetzt ist der Autofokus hier gar nicht mal so schlecht. Das heißt, ihr bekommt auch einen Augenautofokus und wenn der mal packt, dann funktioniert er auch sehr gut, der fokussiert dann wirklich aufs Auge. Es ist aber so, das Ganze ist kontrastbasiert. Das heißt, ihr habt keinen Phasenautofokus, wo ihr diese ganzen besseren Erkennungen der neuen Kameras so habt. Das heißt, es ist alles ein bisschen langsamer. Macht aber meiner Meinung nach bei der Kamera jetzt erstmal nicht so viel aus. Natürlich würde ich mir gerne einen schnelleren Autofokus wünschen, aber es ist jetzt sowas, damit rechne ich einfach bei der Kamera und selbst im Lowlight, die pumpt dann zwar ein bisschen hin und her. Das würde ich von einer 6.000 € aktuellen
Leica natürlich anders erwarten. Aber wie gesagt, hier sind 12 Jahre dahinter, deswegen drücke ich da mal gerne ein Auge zu. Aber es wäre natürlich auch noch Luft nach oben. Und auch bei Display und Sucher muss man da natürlich Abstriche machen. Das heißt, der Sucher an sich, das ist, als würdet ihr in einen sehr, sehr kleinen Tunnel gucken, wo am Ende eine kleine Leinwand dahinter ist, und auch das Display. Beide bieten euch ungefähr 1 Million Dots. Das heißt, der Sucher ein bisschen mehr, das Display ein bisschen weniger, ist aber beides nicht auf aktuellem Stand. Also klar, ihr könnt damit Bilder machen, ihr bekommt auch kein Klappdisplay, was mich natürlich öfters mal stört. Es ist eben so, ich will die Kamera in diesem kleinen, kompakten Format und die Alternativen sind da halt nicht wirklich da. Mit dem Sucher könnt ihr dann trotzdem noch bei strahlendem Sonnenschein fotografieren. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich die Kamera mit Sucher haben wollte, weil im Sommer sieht man einfach dann deutlich mehr im Sucher als auf dem Display. Wenn man es kippen könnt, wird man natürlich ein bisschen mehr sehen, aber geht hier natürlich eben nicht. Auch noch so ein Ding für vielleicht einen Nachfolger. Jetzt ist es so, die Kamera hat auch einen relativ kleinen Akku. Ihr könnt es mal angucken. Der Akku ist wirklich sehr klein. Ich habe da noch 2, 3 andere davon. Das heißt, man könnte die locker in die Tasche packen. Jetzt war ich von der Akkulaufzeit aber schon wirklich sehr überrascht. Das heißt, ihr könnt da mal einen halben Tag, wir waren zum Beispiel vorgestern im Wildtierpark, da kann man damit den ganzen Tag sogar da unterwegs sein und hat keine Probleme damit, die Bilder zu machen. Also ich habe da locker über 200 Bilder, 250 Bilder mitgeschossen und habe immer noch eine Hälfte Akku, also 50% Akkuleistung gehabt. Angegeben sind, glaube ich, 200 Bilder nach ZIPA. Ich habe da schon deutlich mehr rausgeholt und bin wirklich überrascht. Auch Kälte macht der Kamera an sich erstmal nicht so viele Probleme, weil ihr sie eben nah am Körper habt, und das macht dann da auch schon Spaß. Natürlich, aktuelle Kameras bieten euch da wahrscheinlich deutlich mehr Bilder. Jetzt aber nochmal zur Ausgangsaussage dieses Videos, und zwar, ich wünsche mir einen Nachfolger für die Kamera. Es ist wirklich so, in der Größe gibt es aktuell einfach nichts. Wäre es nicht einfach toll, wenn man hier so ein bisschen aktuelle Technik reinbekommen könnte? Vielleicht von Lumix den Sensor aus der GH7 mit 25 Megapixeln und einem richtig guten Autofokus dahinter, oder auch wenn das Ganze vielleicht von OM System kommt, als Nachfolger von der Pen F mit dem 20 Megapixel Sensor aus der OM1 oder der OM3, wäre das Ganze doch schon sehr viel potenter und dazu natürlich noch einen aktuellen Autofokus. Das würde da dann schon wirklich sehr viel Spaß machen, und ich gehe mal davon aus, das würde sehr viele User glücklich machen. Ich habe jetzt schon so oft im Internet gelesen, dass Leute sich gerne einen Nachfolger dieser Kamera wünschen würden, oder auch eben von der Pen F. Deswegen, Leute, setzt euch doch mal hin und macht sowas, denn ich denke, da wird sich schon der eine oder andere Abnehmer noch finden lassen. Gerade in den asiatischen Bereichen sind ja kleine Kameras sowieso immer noch voll im Trend. Bringt doch da mal was raus. Ich hätte dann auch noch so ein paar Verbesserungsvorschläge. Vielleicht kriegt man da ja so ein kleines Klappdisplay hin. Das wäre eigentlich noch so ein Thema. Vielleicht der Sucher noch ein bisschen besser. Wäre jetzt aber nicht mal unbedingt zwingend nötig. Klar, im Vergleich, wenn es die Leute dann vorstellen, kommt sowas immer gut an. Aber solange man durchgucken kann und so ein bisschen fokussieren kann, ist das schon mal die halbe Miete. Würde mir also sehr viel Spaß machen. Und jetzt würde mich natürlich eure Meinung mal dazu interessieren. Was sagt ihr denn zu so kleinen Kameras? Sagt ihr da, nee, ich nehme lieber was Großes mit, was sehr viel potenter ist, Vollformat und so weiter, mit den großen Linsen dann mit dran? Oder würdet ihr euch auch so was Kleines wünschen? Einen Nachfolger von der GM5? Die Nachfrage bei der Kamera, die Preise, die sind ja durch die Decke gegangen, zeigt zumindest, dass sie noch wirklich gesucht ist. Also, dass es einen Markt dafür gibt. Und ja, wie gesagt, mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet. Und vielleicht guckt gar Lumix zu, oder es guckt auch OM System zu, die beide noch MFT-Kameras im Angebot haben. Schaut doch mal, ob ihr da nicht wirklich irgendwie einen Nachfolger hinkriegen könntet, weil das wäre wirklich sehr toll. Ich denke, mit einem APS-C-Sensor oder mit einem Vollformatsensor ist diese Größe hier einfach nicht verwirklichbar. Wenn ihr das mal anguckt, wie das hier aussieht, dann ist da wirklich nicht viel Platz vorhanden. Deswegen gehe ich mal davon aus, wird es eher eine MFT-Kamera werden, was für mich aber völlig in Ordnung wäre. Denn für das, was sie machen soll, ist die wirklich fast perfekt. Es ist also eine richtig tolle Kamera. Die beste Kamera der Welt ist es vielleicht nicht unbedingt, aber wie gesagt, die beste Kamera ist die, welche man immer dabei hat. Und das funktioniert mit der schon sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen gefallen. War vielleicht ein bisschen viel Gelaber jetzt über die Kamera von mir, ein bisschen was Persönliches. Aber ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen rüberbringen, und vielleicht wollt ihr eure Meinung unten einfach mal teilen. Wenn es so war, lasst mir doch einfach mal ein Like da und abonniert den Kanal für weitere Videos. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.